Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Neuer Trend, Herdenschutzhunde. Auweia, auweia. Wo fangen wir da an? Nun, vor einigen Wochen habe ich mit einem Herrn gesprochen, einem erfahrenen Hundemann, der schon mehrere Hunde besessen hat. Der hat jetzt etwa 2 Jahre lang einen Mioretik. Das ist sein erster Herdenschutzhund. Er sagte mir, dass er seine Erziehung, seinen Erziehungsstil total umkrempeln musste, ihn auf diesen Hund anpassen musste. Und er erzählte mir, dass dieser Mioretik den wohl kompliziertesten Hund darstellt, den er je besessen hat. Ich war nicht erstaunt, liebe Zuseher. Viele Leute täuschen sich hier. Kann man von einem neuen Trend der Herdenschutzhunderassen sprechen? Nun, wenn man bedenkt, wie lange es diesen Typ Hund schon gibt, dann möchte ich behaupten, ja. Zurückerinnere auf die 80er und 90er Jahre, könnte mich nicht erinnern, dass man damals so häufig Herdenschutzhunde gesehen hat, wie es heute der Fall ist. Mit was hat das zu tun? Und da kann man nur spekulieren. Ich denke mal mit der globalen Vernetzung, mit dem Zuzug aus dem Osten. Wir wissen ja, dass viele dieser Herdenschutzhunderassen aus dem Osten stammen. Diese Hunde sind dort sehr populär. Das nahm dann eine Eigendynamik an. Und heute sind wir da, wo wir sind. Tierschutzhäuser gehen mit diesen Hunden über. Genauso wie mit den Bullterriern. Ich möchte gleich vorneweg betonen, dass es in diesem Video nur um reinrassige Herdenschutzhunde geht. Weshalb? Nun schauen Sie, ich kannte und kenne auch den einen oder anderen Herdenschutzhunde-Mix. Wunderschöne Hunde, tolle Hunde, doch funktionieren die oft charakterlich anders als der reinrassige Herdenschutzhund. Hier kommt es häufig vor, dass der Herdenschutzhunde-Mix doch recht stark beeinflusst wird charakterlich vom Elternteil, der keinen Herdenschutzhund dargestellt hat und somit doch merklich anders funktioniert als der reinrassige Herdenschutzhund. Deswegen, ja, wenn was werden diese Hunde eigentlich zumeist erworben? Nun, es gibt selbstverständlich Herdenschutzhunde-Profis, Leute, die ein enormes Wissen über diese Hunde besitzen, die auch dementsprechendes Grundstück mit hoher, massiver Umzäunung besitzen, etwas abseits von Nachbarn leben. Wir wissen schon, Herdenschutzhunde, stark ausgeprägtes Territorialverhalten, tiefe Stimme. Hier kann es schnell mal zu Nachbarn Protest kommen. Ja, also das sind Leute, die stellen die optimalen Halter dieser Hunde dar. Die wissen, mit was sie charakterlich zu rechnen haben. Dann gibt es aber Menschen, die eher weniger belesen sind zum Thema Herdenschutzhunde, die sich blenden lassen von der Schönheit dieser Hundetypen. Und dass Herdenschutzhunde wunderschöne Hunde sind, das ist ja unbestritten. Dann gibt es Leute, die Mitleid empfinden mit Hunden, welche ihr Dasein im Tierschutzhaus fristen. Auch mir tun diese Hunde wahnsinnig leid. Ich war noch nicht oft in solchen Einrichtungen drinnen, denn jedes Mal, wenn ich da drinnen war, sah ich 14 Tage lang die traurigen Hundeaugen. Ja. Vielen Menschen geht es genauso, ja, und die lassen sich dann leicht von ihrem Herz überreden, dazu sich solch einen Herdenschutzhund mitzunehmen, obwohl sie eigentlich gar nicht bereit dafür sind. Ja. Ein Fehler. Es gibt natürlich auch Klientel, die sehen in solch einem Hund ein Statussymbol. Ganz fatal. Wir wissen, Herdenschutzhunde sind sehr wehrhafte, bärenstarke Hunde. Das ist dann einer der häufigsten Gründe, weshalb die dann im Tierhaus landen. Ja, schauen Sie, ich gehe mal davon aus, dass der Großteil meiner Zuseher Hunde liebt. Es mag den einen oder anderen Schurken und Halunken geben, der das nicht tut und dennoch hier reinguckt, aber der Großteil meiner Zuseher wird Hunde lieben. Ist ja kein Geheimnis, ne? Ist ja ganz klar, ne? Ja, jeder von uns hat seine eigene Vorstellung vom Zusammenleben mit dem Haushund. Doch die meisten sehen im Haushundealltag einen Hund, der zu Hause im Familienalltag aufgeht, mit den Kindern spielt, mit ihnen spielt, einen Clown zu Hause raushängen lässt, der draußen stets bereit ist, den Ball nachzujagen, der sich freut, andere Hunde zu treffen, mit diesen zu spielen, der eventuell am Abrichterplatz Top-Leistungen abliefert, es liebt, neben ihnen herzulaufen, wenn sie Fahrrad fahren oder mit ihnen zu joggen, über Berge zu wandern. Ja, typischer
Haushund, mehr oder weniger. Beim echten Herdenschutzhund sieht dieser Alltag etwas anders aus. Gibt natürlich hier ebenfalls Ausnahmen, aber im Groß sieht es beim Herdenschutzhund so aus, dass der zu Hause völlig anders funktioniert. Der ist ernster, der ist seriöser, in sich zurückgezogener, selten in Spiellaune als erwachsenes Tier. 90% aller Herdenschutzhunderassen haben im Erwachsenenalter nur einen verkümmerten Spieltrieb. Draußen werden ihnen Herdenschutzhunde seltenst auf Ballspiele reflektieren. Es kann vorkommen, dass sie dazu überreden können, den Ball 1-2 Mal nachzugehen. Doch das war's dann. Wenn das gut sozialisierte Hunde sind, werden sie anderen Hunden gegenüber freundlich funktionieren. Wenn sie zum Spielen aufgefordert werden, eventuell den einen oder anderen Hopper machen, aber es dabei belassen. Die werden sich dann niedersetzen oder niederlegen und den anderen Hunden beim Spielen zusehen. Gleichzeitig die Umgebung beobachten. Am Abrichterplatz ist der Herdenschutzhund eher fehl am Platz. Diese Hunde, obwohl sie oftmals sehr dominant und stark sind oftmals übersensibel, feinfühlig. Hier zu oft ein scharfes Kommando, zu schwerer Drill kann diese Hunde schwer verstören. Also nicht wirklich Gebrauchshunde. Auch ist es nicht unbedingt ihre Welt, neben dem Fahrrad zu laufen oder mit ihnen joggen zu gehen oder weite Wanderungen hinzulegen. Die Welt des echten Herdenschutzhundes ist diese, ein Gebiet zu bewachen. Geben Sie ihm ein Grundstück, auf welchem er herumpatrouillieren kann, herumstreifen kann. Er wird sich den optimalsten Platz aussuchen, den wird er einnehmen und die Umgebung bewachen. Und er wird jeden Besucher dieses Grundstücks, also der draußen natürlich vorbeigeht, wird er jeden warnen, unbefugt da einzutreten, melden. Und deswegen ist es hier oftmals empfehlenswert, wenn man etwas abseits von Nachbarn lebt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Genuss gekommen sind, einen Kangal, Alabei oder Hofjager, Kaukasen bellen zu hören. Ich durfte das schon, ich kann Ihnen versichern, die haben eine sehr kräftige Stimme. Ja, schauen Sie, Herdenschutzhunde und die typischen Molosser, die haben ja einen Stamm. Das waren früher ein Typ Hund. Die antiken Völker hatten schon immer große, wehrhafte Hunde, die für verschiedene Aufgaben herangezogen wurden. Wenn sich die heutigen klassischen Molosser, Canicorso, Mastino und so weiter, die Verwandten, mit Aufgaben befassen mussten, die damit zu tun hatten, Höfe zu bewachen, Familien zu bewachen, auf die Großwildjagd zu gehen oder im Kriege als Kriegshund eingesetzt zu werden, waren die anderen Typen dieser Hunde, oder ich kann nicht sagen, wurden die anderen Typen dieser Hunde darauf spezialisiert, Nutzvieh zu bewachen. Nutzvieh zu bewachen und das Land, auf welchem das Nutzvieh war, zu bewachen. Alles, was sich nähert, zweibeinig oder vierbeinig und eine Gefahr darstellen konnte, wegzuprügeln, zu vernichten, entweder alleine oder im Team. Und das für tausende Jahre, liebe Zuseher. Ja. Und jetzt kommt man her und verlangt von diesen Hunden in 20 oder 30 Jahren, dass sie sich verhalten wie der typische Haushund. Liebe Zuseher, das funktioniert nicht. Wir haben anatomisch mit den Herdenschutzhunden sehr große, starke Hunde. Hunde, die oftmals Gewichter über 60 Kilo erreichen, oftmals Schulterhöhen über 80 Zentimeter erreichen. Das sind Hunde hauptsächlich mit üppigem Fell, dichter Unterwolle, welche sie vor den härtesten Witterungsbedingungen schützt, sei es Hitze oder Kälte. Auch das Wesen dieser Hunde ist ein typisches. Ausgeprägter Spieltrieb ist diesen Hunden eigentlich fremd. Ja. Das sind Hunde, die sich ihre Energie einteilen. Das sind Hunde, die sich darauf konzentrieren, eine Umgebung zu bewachen und jederzeit, wenn was ist, Gewehr bei Fuß zu stehen. Ja. Hunde, die oftmals phlegmatisch, ruhig und langsam wirken, die aber von einer Sekunde auf die andere umschalten können. Und Hunde, die anatomisch dazu fähig sind, große Beutegreifer bekämpfen zu können. Wir sprechen hier von Wolf, Bär, Luchs, Puma. Herdenschutzhunde werden in Afrika gehalten zum Schutz gegen Raubkatzen, Wildhunden, Hyänen etc. Das sind sehr wehrhafte, ernste, seriöse Hunde, wenn ich so ausdrücken kann.
Ich habe einige Erfahrungen mit Herdenschutzhunden in meinem Leben gemacht. Die heftigste aller meiner Erfahrungen mit einem kaukasischen Ovtcharka-Rüden. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen bei dieser Geschichte. Vertrauen Sie mir. Jedes Wort, was ich jetzt sage, entspricht der Wahrheit. Das war in den 90ern. Ich war mit meinem besten Freund damals unterwegs, der hatte eine Bullterrier-Hündin, die Ambra, Standard-Bullterrier-Hündin, und einen Welpen mit 9 Wochen, den Artus, ebenfalls ein Bullterrier. Ich war mit diesen dreien unterwegs, mit meinem American People Terrier, dem Attila. Es gab da bei uns in der Gegend einen kaukasischen Ovtcharka-Rüden namens Boris, der ein Besitz war eines älteren Herrn über 70 Jahre, der gehbehindert war, lebte mit diesem Herdenschutzhund in einer Wohnung und der Hund war gefürchtet in der Gegend. Bis dato, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir ihn das erste Mal trafen und der Zwischenfall geschah, habe ich den Hund vorher noch nie gesehen. Ich hörte nur von ihm. Schauergeschichten. Wie es der Teufel so will, wir waren auf der Donauinsel unterwegs, zu 5. Wie gesagt, mein Freund mit seinen 2 Hunden, mein Hund und ich, und trafen auf diesen Boris. Der war bekleidet mit einem Maulkorb, zu unserem Glück, und riss sich, als er uns sah, von seinem Besitzer los. Er hatte keine Chance, diesen Hund zu halten, zu sichern. Absolut chancenlos gewesen. Ja. Lief auf uns zu, stürzte sich kompromisslos mit Tötungsabsicht auf den Welpen, auf den Artus drauf, begrub ihn unter sich und begann ihn zu bearbeiten. Mein Freund ließ seine Bullterrier-Hündin los, um den Welpen zu retten. Das nutzte nichts. Die saugte sich auf der Seite, auf der Flanke dieses Kaukasen an, schüttelte doch die hinter oben wie eine Weintraube. Also der spürte die nicht. Dann kam der Moment, wo ich das erste und letzte Mal im Leben meines Hundes meinen Hund ausließ, um ihn gegen einen anderen Hund kämpfen zu lassen. Das tat ich. Ich ließ Attila los, mit dem Ziel, diesen Kaukasen zu attackieren, um den Welpen zu retten. Das tat er auch. Ging kompromisslos auf den Kaukasen drauf und verbiss sich auf der anderen Seite dieses Hundes. Jetzt hatte dieser Kaukase 2 Bullterrier auf jeder Seite hängen, links und rechts. Das nutzt immer noch nichts und er bearbeitete diesen Jungen, also diesen Welpen, weiterhin. Sie wissen, was soll ich Ihnen sagen, über einen 9 Wochen alten Hund. Da ist alles weich. Dieser Hund hat geschrien. Jetzt schritt mein Freund ein. Zu diesem Zeitpunkt war mein Freund Mitglied des österreichischen Ringer-Nationalteams, auch bei der Olympiade dabei gewesen, ein guter Kampfsportler, und versuchte diesen Kaukasen, der gerade von unseren beiden Bullterriern bearbeitet wurde, zu joken. Das heißt, er nahm ihn im Schwitzkasten und bearbeitete ihn mit der Faust am Kopf. Bam, bam. So, jetzt kämpfte mein Freund mit diesem Kaukasen und unsere beiden Bullterrier kämpften mit diesem Kaukasen und der ließ nicht ab. Der wollte diesen Welpen weiterhin töten. Nun schritt auch ich ein. Auch ich war zu diesem Zeitpunkt noch aktiver Kampfsportler, war turniermäßig unterwegs und warf mich mit vollem Gewicht in das Geschehen hinein. Traktierte den Hund, schlug mit Fäusten und Beinen auf den Hund ein. Irgendwann schafften wir es, den von diesem Welpen zu trennen, und irgendwann schafften wir es, unsere Hunde von diesem Rüden zu trennen, denn der wollte mittlerweile schon merkbar aus dem Kampf raus. Der hatte keine Luft mehr und war ihm nicht zu verdenken, wenn er gegen 4 Gegner kämpft. Er stand etwa 2,5, 3 Meter von uns entfernt und gab uns zu verstehen, lasst mir eine Minute Zeit, ich mache gleich weiter. Schließlich kam endlich der Besitzer dieses Hundes bei uns an. Ja, es gab dann eine Diskussion hin und her. Wir untersuchten den Welpen auf oberflächliche Verletzungen, konnten nicht sehen. Und es stellte sich auch heraus, dass er da keine Folgeschäden oder irgendwie mitgenommen hat. Traumatisiert hat es ihm sicher. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich sage Ihnen, was unser Glück war, dass dieser Rüde einen Maulkorb oben hatte. Denn wäre das nicht der Fall gewesen, hätte der meinem Freund und mir die Haut, das Fell über die Ohren gezogen. Da bin ich mir sicher. 100%ig sicher. Wahnsinn. Ich kannte einige Herdenschutzhunde. Ich kannte eine Kaukasenhündin, die ebenfalls ein Grundstück bewachte. Wenn man da vorbeiging, betete man jedes Mal, dass dieser Zaun hält. Ja, also Eintritt nur mit Selbstmordabsicht. Wahnsinn. Draußen allerdings war die eine Schmusekönigin, nett zu fremden Hunden, nett zu fremden Menschen. Absolut toll. Ich kannte einen Allerbeirüden, der einen Reiterhof bewachte, zusammen mit einer deutschen Doggenhündin. Der hieß Herkules. Und ich weiß, dass ein Allerbeirüder, der in der Nähe von diesem Herkules lebte, einen Rottweiler auf der Wiese beim Kampf derartig bediente, dass der Besitzer seinen Rottweiler nach Hause tragen musste. Ich kannte aber auch eine Pyrenäenberghündin, eine wunderschöne Hündin mit einem grauen Monokel, die ich öfter traf. Auch die war butterweich, ein Schmusekätzchen.
Was mir aufgefallen ist bei den Herdenschutzhunden, und ich glaube nicht, dass das mit Zufall zu tun hat, ist Folgendes. Sie wissen ja, dass es oft so ist, dass Hündinnen im Vergleich zu ihren männlichen Rassekollegen sehr häufig etwas führiger, etwas anschmiegsamer sind. Ja, nicht immer. Ich habe ja auch schon oft in Videos erzählt, was für Furien welche Hündinnen ich diesbezüglich gekannt habe. Also Hündinnen, die wirklich außer Rand und Band waren, Ecken und Kanten hatten, wie ich sie noch bei keinem Rüden gesehen habe. Selbstverständlich gibt es das auch. Aber im Groß gesehen sind die Hündinnen, wenn wir uns ehrlich sind, meistens etwas anschmiegsamer, führiger, etwas weniger kantig als die Rüden, welche derselben Rasse angehören. Doch bei Herdenschutzhunden ist mir das ganz besonders aufgefallen, dass hier ein enormer Unterschied besteht. Wie gesagt, vielleicht ist das Zufall, doch das wäre schon ein auffälliger Zufall, denn alle Herdenschutzhunde Rüden, die ich kennengelernt habe, die reinrassigen, waren kantige, dominante Rüden. Die Herdenschutzhündinnen, die ich kennengelernt habe, waren alles ausnahmslos freundliche Hündinnen. Ja? Mir ist aufgefallen, dass speziell bei diesem Typ Hund die Hündinnen um einiges weicher sind charakterlich, als es die Rüden sind. Ja? Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ja, richtige und falsche Haltung eines Herdenschutzhundes. Schauen Sie, ein Herdenschutzhund gehört mit Sicherheit nicht in die Hand eines Besitzers, welcher über kein Grundstück verfügt. Sie kennen meine Einstellung zum Thema Haltung größerer Hunde in der Wohnung, und die ist eine positive. Sie müssen ja sowieso mit dem Hund raus. Auch ich hatte bis auf Attila immer große Hunde und habe keinen Garten. Ich wage zu behaupten, meine Hunde waren und sind mit Vito alle glücklich gewesen. Doch bei Herdenschutzhunden, da sieht das für mich anders aus. Hier ist es für mich in Stein gemeißelt, dass ein Grundstück da sein muss. Schauen Sie, das ist ein fundamentales Bedürfnis dieser Hunde, ein Grundstück bewachen zu können. Nur in einer Wohnung gehalten und 3-mal oder 4-mal am Tag rauszukommen, das würde diesen Hund psychisch fertig machen. Der würde unrund laufen, ungeschmeidig werden. Ja. Ein Herdenschutzhund ist dafür gemacht, ein Gebiet bewachen zu dürfen. Wenn er kein Nutzvieh bewachen darf, dann sollte er wenigstens ein Grundstück haben, das er bewachen darf. Das erfüllt diesen Hund. So wie Sie die typischen Haushunde erfreuen können mit dem Ballspiel, mit dem Spiel mit Artgenossen, erfreuen Sie einen Herdenschutzhund damit, ihm ein Gebiet bewachen zu lassen. Vertrauen Sie mir, ich habe das schon so oft gesehen. Ich habe das schon so oft vom Besitzer von Herdenschutzhunden gehört. Es mag Ausnahmen geben, aber im Groß gesehen ist das so. Die richtige Haltung beim Herdenschutzhund beinhaltet das Leben in einem Haus mit Grundstück, gut umzäunten Grundstück und einen Besitzer, der weiß, wie diese Hunde funktionieren. Viele Hunde gehen mit falschen Vorstellungen auf diese Hunde heran und kommen dann zu spät drauf. Viele Hunde landen dann im Tierheim. Absolute falsche Haltung eines Herdenschutzhundes ist diejenige in einer Wohnung oder diejenige, welche erfolgt ist, weil der Hund so schön ist, ja, ohne dass man sich wirklich intensiv mit der Kategorie Herdenschutzhunde auseinandergesetzt hat, oder diejenige, die erfolgt ist, weil ich ein Statussymbol haben möchte. Das ist überhaupt die fatalste meiner Meinung nach, weil wenn Sie hier etwas zu sehr aufdrängen, dann haben Sie einen Scherm auf. Also einen Herdenschutzhund hier zu forcieren, gewisse Eigenschaften zu forcieren, das ist meiner Meinung nach grenzt das an Wahnsinn. Das sind bärenstarke Hunde, die von Natur aus schon eine gewisse Neigung zeigen. Und wenn Sie das noch aufdrehen, dieses Ventil, dann sind diese Hunde nicht mehr zu führen. Und wenn Sie diese führen, dann nur mehr, ja, müssen Sie ständig den Anker werfen. Das sind Hunde oftmals mit über 60 Kilo Gewicht. Bärenstarke Hunde, wenn die wirklich Feuer auch noch haben, können Sie der austrainierteste 120 Kilo Athlet sein und Sie werden sich in die Hose machen. Ist so, schauen Sie, reden wir hier Tacheles und reden wir Klartext. Ich halte nichts von diesen Träumereien und Märchengeschichten. Es ist ein Fehler, wenn man diese Hunde verniedlicht. Ich habe schon so oft gehört, die Herdis sind verkannte Geschöpfe und verkannte Wesen. Nein, sind sie nicht. Es ist aber auch ein Fehler, wenn man diese Hunde verurteilt. Richtig wäre, sie so zu sehen, als das, was sie sind. Herdenschutzhunde. Und für das wurden sie tausende Jahre lang gezüchtet. Das sind keine Haushunde. Wenn Sie Besitzer eines Herdenschutzhundes sind und mit diesem Hund glücklich sind, dann freut mich das wahnsinnig für Sie. Höchstwahrscheinlich ist das dann der Fall, weil Sie Händchen haben für den Hund und ihm ein
dementsprechend gutes Leben bieten können. Doch ich wage zu behaupten, dass hier der eine oder andere zuseht, der versteht, was ich meine, der selbst etwas zu kämpfen hat mit seinem Herde. Ja? Vielleicht sehen Sie mir ja gerade zu. Wie gesagt, gesamt gesehen sind das fantastische Hunde. Spitzenhunde. Sie sind schön, sie sind stark, es sind gute Beschützer, wahrscheinlich die besten Wächter aller Hunderassen, Herdenschutzhund, ganz klar. Aber es sind keine Sportler, es sind keine typischen Haushunde. Sie sind brav zu Kindern, wenn sie von klein auf an die herangeführt werden. Ich sah so viele Videos schon, wo 3, 4 Kinder auf einmal auf riesigen Tangals herumklettern, wie auf Klettergerüsten, das ist ihnen egal. Dennoch sind es nicht typische Spielkameraden für Kinder. Wenn der Hund einmal aufsteht, fallen die Kinder 3 Meter in die Tiefe. Verstehen Sie, was ich meine? Das sind Top-Hunde in der richtigen Hand, aber fürchterliche Hunde in der falschen Hand. Und das ist der Grund, weshalb die Tierschutzhäuser mit diesen tollen Hunden übergehen. Also, neuer Trend Herdenschutzhunde. Ist es positiv zu sehen? Na, eigentlich nicht, möchte ich behaupten. Doch, ich wiederhole mich, es sind wahnsinnig tolle Hunde in der richtigen Hand, aber schreckliche Hunde in der falschen, ja. Liebe Zuseher, das ist meine Meinung zum neuen Trend Herdenschutzhunderassen. So sehe ich das. Ja, und dahinter stehe ich. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon.